Hallo und herzlich willkommen auf unserem Kanal. Wir sind Anna und heute werden wir über unsere peinliche Situation im Leben reden. Genau. Wieder mal ein etwas persönlicheres Video von uns, wo es mal ausnahmsweise nicht um Korea geht. Dann weißt ihr Bescheid, worüber wir denken, jede Nacht, bevor wir einschlafen. Wir liegen dann im Bett und denken so, warum ist mir das passiert? Warum? Okay, ich weiß nicht, ob die Geschichten so peinlich sind, aber irgendwie, ich bin so ein Mensch, wenn mir sowas passiert, denke ich da wirklich 10 Jahre drüber nach. Okay, bevor wir zu viel reden, fangen wir an. Ja. Go. Bevor wir mit dem Video loslegen, vergesst nicht, dem Ganzen einen Like zu geben. Abonniert auch jetzt sofort unseren Kanal, denn das motiviert uns wirklich, weiterzumachen und auch schneller Videos rauszubringen. Genau. Danke. Wer fängt an? Ja, gerne. Okay. Ich habe das Gefühl, es ist nicht peinlich, aber irgendwie ist es in meinem Kopf trotzdem geblieben. Ich war 12 Jahre alt. Erste Liebe. Oder keine Ahnung, zweite oder dritte. Aber Mit 12 schon die dritte Liebe, alles klar. ich meine, es gibt immer einen Junge, der dir gefällt, auch mit 6 oder 7 Jahre alt. Aber da hat es mir wirklich markiert, weil der Junge heißt Jean-François. Attention. Bin ja in Belgien aufgewachsen, deswegen die Name ist super krass. Ja, eine Name, die man Playboy nirgendwo anders hört. Und ja, ich war, denke ich, in der 4. Klasse. Es geht auch in Deutschland so, ne? 1., 2., 3., ja, genau. In der 4. Klasse und er war in die 6. Klasse. Und ich habe mich entschieden, in einen Brief zu schreiben. Warum? Okay, dann habe ich diesen Brief ja geschrieben. Ich habe etwas geschrieben da drin wie, du gefällst mir so sehr und warum sollen wir nicht zusammen sein? Oder keine Ahnung, was ich da geschrieben habe. Aber ja, er hat das Brief gelesen. Ich erinnere mich, ich stand vor der Klasse, wo er drinnen war und er war so am Lesen. Wie habe ich das gegeben überhaupt? Und ich bin so schnell... Also ich habe das Sorry, ich muss die ganze Zeit lachen. Ich habe den von hinten gesehen, den Rücken die ganze Zeit und ein bisschen so auf der Seite und er war so am Lesen und er hat angefangen ein bisschen zu lachen. Ich kannte das. 12 Jahre alt, Leute. Direkt rot geworden. Willst du jetzt was Lustiges dazu hören? Weiß ich. Same situation. Ich schwör's dir, wenn ich manchmal mit Anna rede, unser Leben ist einfach gleich. Es ist schlimm. Ja. Bei mir gleiche Situation, aber 1. Klasse. Ich habe auch einen Brief geschrieben an einen Jungen, der mir gefallen hat. In Deutschland ist das so, du hast deinen Tisch und darunter hast du immer so ein Fach, wo du deine ganzen Sachen lassen kannst. Auch so in Belgien. Ich habe an einem Tag diesen Brief geschrieben, da stand einfach nur drin, willst du mit mir gehen? Oder sowas, ne? Warum überhaupt diese Frage? Willst du mit mir gehen? Das war noch damals so, wenn man verliebt war, ist man zusammen zur Schule gegangen. Ach so. Aber der hat komplett in eine andere Gegend gewohnt als ich. Und ich hatte nur 2 Minuten Schulweg. Also das hat alles keinen Sinn gemacht. Ich habe dann nach der Schule schnell diesen Brief geschrieben und unter seinen Tisch gelegt. Und dann auf einmal habe ich die ganze Nacht nicht geschlafen. Ich hatte die ganze Zeit Angst. Ich habe so Bauchschmerzen gehabt. Ich habe Fieber bekommen, weil ich mir solche Sorgen gemacht habe. 1. Klasse. 1. Klasse und so viele Sorgen schon, ne? Furchtbar. Dann bin ich am nächsten Tag als Erste in der Schule gewesen, in der Hoffnung, dass ich schnell in diesen Klassenraum, wenn der Lehrer aufschließt, reingehen kann, diesen Brief hol und der das niemals liest. Und das habe ich dann geschafft. Ach, du hast es geschafft. Und der hat diesen Brief nicht gelesen und ich habe mich so geschämt, dass ich später diesen Brief in der Toilette runtergespült habe. Und ich hatte diesen Gedanken, damit verbrenne ich meine dummen Ideen im Kopf. Weißt du? Runterspülen und fertig. Zumindest hat er das nicht gelesen und nicht gelacht. Das ist ja gut, dass du es schon geschafft hast. Schon mal positiv, ja. Ja. Okay. Ich erinnere mich jetzt. Ich war wieder in die 4. Klasse. Warum sind so viele Dinge passiert da? Und ich hatte einen neuen Lehrer. Er war, denke ich, 24, als er gekommen ist. Und er war super schön, muss ich sagen. Auch mit 10 Jahre alt denkt man, wow, krass. So schön. Und es ist mir passiert, dass ich meine Periode gehabt habe. Da bin ich froh, dass ich auf einer Mädchenschule war. Oh ja, da freut man sich. Und ja, ich musste zu ihm dann gehen und sagen, Oh mein Gott.
ich muss nach Hause. Und er war so, Ich kann sowas nicht, wie aus unserer sowjetischen Familie. Keiner redet über sowas. nein, genau, man weiß gar nicht, wie man mit einer anderen Person darüber reden sollte überhaupt. Mit einem Mann beziehungsweise. Oh ja, das ist schlimm. Und er war so, was ist los denn? Und ich war so, ich habe meine Periode und es ist was passiert, ich muss nach Hause. Und er war wirklich ein bisschen in Panik, also auch 24 Jahre alt. Und ein 10-Jähriger kommt zu dir und sagt, ich habe meine Periode, ich muss nach Hause. Dann müsste er zu Direktor gehen. Ich erinnere ihn immer noch, wie er das gesagt hat. Ja, sie muss nach Hause, weil es ist etwas passiert und sie muss nach Hause. Oh, der Arme. Du Arme, nicht Ja, er. ich meine, aber trotzdem für ihn auch. Ich denke, das war das erste Mal, dass er erste Jahr, dass er unterrichtet hat. Und der erste Schock, Papa. Schlimm. Ja, also tust mir leid beide. jetzt. Wir beide, das war wirklich schlimm für uns beide. Okay, Ja, das kann ich verstehen. Das ist wirklich eine peinliche Situation. komplett. Meine Situation ist auch peinlich. Und zwar, das war auch in der Grundschule. In der Grundschule, in den Pausen spielt man ja immer irgendwas. Ne? Und ich hatte so ein super schönes Set an Kleidung, wofür ich immer Komplimente bekommen habe und ich wollte das immer tragen. Das war passend aus Jeans, so ein Oberteil, das war aus hellem Jeansstoff und diese Nähte waren mit so Neongelb. Und dazu passend ein Rock. Ich hatte das an. Dieser blöde Rock, frag mich nicht warum, der war nur mit einem Klettverschluss. Nicht mal mit einem Knopf oder so, sondern das klebt nur so. Ach so, okay, ja, verstanden. Ja, ich in der Pause, so klug wie ich bin, ne? Seilchenspringen. Du musst natürlich Seilchenspringen. Allein schon überhaupt in einem Rock das zu machen, ist schon ein bisschen kritisch. Nein, ich mache das noch mit diesem Rock, der nur mit diesem Klebeding zugeht. Ich hüpfe und auf einmal stehe ich in Unterwäsche da. Nein! Könnt ihr euch vorstellen, wie schlimm das für ein Kind ist? Jetzt als Erwachsene, wenn das einem Kind passiert und man sieht das, denkt man sich so, Ach, nichts Schlimmes. passiert. Aber wenn du in dieser Situation bist, bis ich diesen Rock erstmal aufgehoben habe, den wieder um mich herum gemacht habe, der war komplett verdreht, andere Richtung und ich stehe da so, was soll ich tun? Oh, wie peinlich. Es war so schlimm und danach habe ich mich erstmal versteckt und stand da erstmal so, oh mein Gott, ich kann nie wieder hier rauskommen, ich kann jetzt nicht in die Klasse, aber irgendwie war es allen egal, keiner hat gelacht oder so. Zum Aber Glück. es war so peinlich. Da waren wirklich. nette Menschen. Ja, Gott sei Dank. Ja. Nächste Story. Eigentlich wollte ich was anderes erzählen, aber es erinnert mich jetzt an eine Rocksituation. Und zwar, es war, denke ich, auch in so 4. oder 5. Klasse. Schlimm. Ich wohnte damals, also ich musste zum City Center zu meiner Schule und ich wohnte so 2 Kilometer entfernt von zu Hause, von der Schule. Und ich musste der ganze Weg hinten nach unten gehen. Und ich hatte einen Rock an und auch eine Strumpfhose. Ja, genau, eine Strumpfhose. Also bin auf Toilette gegangen, bin rausgegangen und ich bin die ganze Zeit zur Schule gegangen. So 2 Minuten davor, wenn ich fast in der Schule war, niemand hat mich ein Wort gesagt. Ich hatte hinter meine Rock in meine Strumpfhose komplett könnte man alles sehen. Komplett, Leute. Oh mein Gott. Mein Gott, niemand, keine eine Person hat mir gesagt, ich hätte sowas. Mein Gott, ihr seid erwachsene Leute, könntet ihr sowas nicht sagen? Oh mein Gott, okay, das ist auch sehr peinlich. Es war peinlich. Meine letzte Story auch wieder so ähnlich. Da war ich schon erwachsen, ich war 20 oder so. Ich habe in einer anderen Stadt gearbeitet, bin da hingefahren. Ich habe da irgendwie nur 4 Tage oder so gearbeitet. Das war auf so einer Messe als Hostess. Ich musste da den Leuten sagen, wo die sich hinsetzen, wo ihr Platz ist und ihr Ticket da kontrollieren. Auf dem Rückweg, ich war so kaputt, ich war so müde. Ich musste mit dem Zug fahren. Und Gott sei Dank war das ein Direktzug. Der ist sofort von dieser Stadt bis zu meiner Heimatstadt durchgefahren. Und ja, ich hatte eine High-Waist-Hose an und ich weiß nicht, ob andere Mädels mich da verstehen. Wenn man sitzt, das drückt in deinen Bauch, weil die so hoch ist. Ja, und ich war ja im Zug, ne? Und dann habe ich halt diese Hose aufgemacht und man hat es nicht gesehen, weil ich mir so einen Schal drum gelegt habe. Und dann bin ich eingeschlafen, liebe Leute. Wow. Natürlich, im Schlaf bewegt man sich und dieser Schal war irgendwann auf einer komplett anderen Stelle.
Nein! Und bei High-Waist-Hosen, der Reißverschluss ist ja so lang. Und wenn der auf ist, ist die Hose einfach komplett auf. Du sahst wahrscheinlich wie eine Betrunkene oder keine Ahnung aus, die so einfach... Ich sah aus wahrscheinlich wie der letzte Asi. So schlimm. Und ich weiß noch, ich habe nur im Schlaf gehört, meine Haltestelle wurde gesagt und ich werde wach. Und ich realisiere gar nicht, wo ich bin. Und ich gucke nur so... Oh mein Gott. Und ich musste so schnell raus, dass ich nicht mal in dem Moment die Hose zumachen konnte. Ich habe einfach nur meinen Schal so, meine Tasche und dann bin ich so rausgegangen. Oh nein. Und den ganzen Weg bis nach Hause, ich habe noch eine Woche die ganze Zeit darüber gedacht? Warum ist mir das passiert? Warum musste ich einschlafen? Konnte ich nicht einen Kaffee vorher trinken? Schrecklich. Und das war halt, wenn das die Strecke nach Hause ist, das sind Leute, die fahren diese Strecke jeden Tag und du siehst diese Leute danach noch. Es tut mir leid für dich. Ich meine, in der Kindheit sind das noch schon Sachen, die schon vorbei sind, ne? Aber 20. Schlimm. Ja. Richtig schlimm. Ich schäme mich bis heute dafür. Deine letzte Story. Also, das war warte mal, auf Deutsch ist das 6, 7, 8, 9, in die 9. Klasse. Also, ich bin aus der Schule gegangen und ich habe damals meine Brille nicht getragen den ganzen Tag. Deswegen hatte ich sie einfach aus und bin einfach nach Hause gegangen. Auf dem Weg, fast vor der Schule, treffe ich ein Mädchen, die ich von Ferne sehe. Meine Stärke ist -2, deswegen Blind. ein bisschen blind. Und ich schaue da und ich erkenne eine Freundin von mir. Aber in Belgien küsst man sich, um Hallo zu sagen auf der Chick. Und ich habe von ferne gesagt, hallo, wie geht es dir? Und dann, je mehr ich nah kam, desto unsicher ich mich gefühlt habe, weil Dass sie das wirklich ist. ich habe verstanden, das ist ein Mensch, den ich nicht kenne. Einfach gar nicht kenne. Und dann hat Anna ihre Schauspielerin rausgeholt. Genau. Das. Und war so, bonjour. Ja, ich habe gesagt, hallo. Und dann, man macht nur ein Küsschen auf die Wange, aber das war... Und ich war, das war so peinlich. Und ich war die ganze Zeit, und wie geht es dir? Und alles gut und in der Schule? Und die ganze Zeit gedacht, mein Gott, ich kenne sie nicht. Und das Mädchen hat mich auch so angeschaut. Wer ist das überhaupt? Ne? Aber da hat sie einfach geantwortet, auch, ja, mir geht's gut, auch in der Schule, ja, klar, ganz gut. Ich gehe jetzt genau zu meinen Mathekurse oder keine Ahnung. Und ich war so, na gut, man sieht sich dann, ne? Na tschüss. Und sie auch so, tschüss. Aber die Story ändert sich hier nicht. 2 Jahre später, ich habe ein Mädchen kennengelernt, aber ich habe sie nicht erkannt, obwohl sie hatte sehr, sehr, sehr lockige Haare und irgendwie ist es mir ja nicht aufgefallen. Ich habe das Mädchen getroffen und wir waren auch so am Erzählen diese Storys. Und ich habe gesagt, sie hat gesagt, weißt du, was mir passiert ist in der 9. Klasse? Da war ich auf dem Weg zur Schule und ich habe ein Mädchen da getroffen. Sie hat mich geküsst, hat gefragt, wie das geht und sowas. Und ich kannte sie gar nicht. Wer ist das gewesen? Und auf einmal in meinem Kopf, ich war so, Sarah, das war ich. Oh mein Gott! Und sie war so, nein, kann doch nicht wahr sein. Ich war doch. Und sie hat mich wirklich die Details erzählt und so, aber ja, Schön. passiert. Aber dann haben wir uns kennengelernt, schön, ne? Das war Schicksal einfach. Das nennt sich Schicksal. Genau, ja. Das war's mit unseren peinlichen Situationen. Ich weiß nicht, ob sie so peinlich rüberkommen, wie sie für uns waren in dem Moment. Vielleicht nicht so sehr, aber schon ein bisschen. Weil ich hätte mich damals am liebsten so eingebuddelt in die Erde, damit mich keiner mehr sieht. Ja. Ja, falls ihr irgendwelche peinlichen Stories noch kennt aus eurer Schulzeit oder aus eurem jetzigen Leben, schreibt uns das gerne in die Kommentare. Das möchte ich sehen und lesen, bitte Dann etwas. fühlen wir uns nicht so einsam damit. Und ja, wir danken euch dafür, dass ihr das Video bis zum Ende angeschaut habt. Falls euch das Video gefallen hat, gebt uns ein Like. Falls ihr noch so ein Video haben möchtet, wir können bestimmt noch etwas ausgraben aus unserem Archiv. Ja, haben wir bestimmt sehr viele Sachen, die wir Genau. erzählen können. Abonniert auch unseren Kanal, folgt uns auf all unseren Social-Media-Kanälen.
Wir wünschen euch noch einen schönen Tag. Schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bye. Ciao.